Notbremsassistenten sind ein idealer Gradmesser dafür, wie gut ein Autohersteller die Kombination aus Sensorik, Software und Elektronik beherrscht. Und da ist die große Frage, wie gut schlagen sich deutsche Hersteller gerade im Vergleich zur großen Konkurrenz aus China? Und deshalb haben wir uns einen besonderen Vergleichstest ausgedacht, quasi einen Ländervergleichstest. Wir lassen zwei Autos aus China und zwei aus Deutschland gegeneinander antreten. Und wir testen jetzt, Wer baut die besseren Notbremsassistenten? Deutschland oder China? diese 4 Autos werden wir testen. Zweimal Oberklasse, zweimal Mittelklasse. Alle 4 Modelle haben Elektroantrieb und 5 Sterne im Euro NCAP-Test. Was 5 Sterne in der Realität bedeuten, wollen Alex und Lenz mit diesem Mann herausfinden. Igor Doric entwickelt Testsysteme mit dem Anspruch, die Standards immer weiter voranzutreiben. Es reicht nicht aus, wenn Notbremssysteme nur unter standardisierten Laborbedingungen perfekt funktionieren, sondern das echte Leben ist viel komplexer. Wir haben in den Städten viele verschiedene Verkehrsteilnehmer, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in alle Richtungen bewegen, auf engstem Raum. Und das ist die Schwierigkeit, wo man auch als Mensch schon Unterstützung braucht. Und deshalb haben wir ein knallhartes Testprogramm zusammengestellt. Ich sag nur Kinder, Elektroscooter und Regen. Bewertet wird nach dem Prinzip Best of 5. Jedes Auto hat maximal 5 Versuche. Wer dabei 3-mal rechtzeitig bremst, hat den Test bestanden und bekommt einen Punkt. Wer das ohne einen einzigen Fehlversuch schafft, erhält 2 Punkte. Den Anfang macht ein leicht abgewandelter Standardtest. Ein Kind kommt hinter geparkten Autos hervor und bleibt auf der Straße stehen. Der BMW beginnt. Er sollte warnen und selbsttätig bremsen. 50 km/h. Das ist immer wieder ein komisches Gefühl, das sag ich dir. Wow, come on, ey. Bam! Macht er absolut perfekt. Hat er richtig gut gemacht. Und das auch beim 2. und 3. Versuch. So ohne Anstrengung war das im BMW, ne? In dem Moment habe ich mir noch gedacht, oh, das wird ein langweiliger Test, wie man sich täuschen kann. Auf jeden Fall verdient sich der BMW die ersten 2 Punkte. Wie schlägt sich der NIO ET5? Bam! Und zack. Du bist ihm genau auf die Hüfte gefahren. Wie hat Alex die Situation erlebt? Also er hat gebremst, das ist schon mal positiv. Aber jetzt mal ernsthaft, was ist passiert? Der hat gebimmelt wie ein großer, sehr spät, bevor er gebremst hat. Dann kommt der Bremseingriff. Es ist aber keine zu schwach. Vollbremsung, sondern so ein... Ja, er war sich in seiner ganzen Funktion und allem, was er tut, nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls liegt der Kleine jetzt da. Total verrückt einfach auf dem Display, als es das erste Mal gebimmelt hat. Der Zeichen Fußgänger erkannt, steht daneben Bremse drücken. Ich meine, ich kann ja nicht in dieser Gefahrensituation noch gezwungen werden, auf den Display zu gucken, um diesen Hinweis zu lesen. Ja, also völlig absurd. Natürlich bekommt der NIO eine zweite Chance. Bah, jetzt macht das früh. Was ist denn jetzt los? Gute Frage, denn der NIO leistet sich keinen weiteren Fehlversuch. Er warnt und bremst rechtzeitig. Jetzt hat er noch früher gebremst. Einmal hat er versagt. Die 3 anderen hat er sehr früh gebremst. Ja, Quasi aus seinen Fehlern gelernt. das ist eben nicht perfekt. Und deswegen gibt es einen Punkt, bestanden mit Abstrichen. Mit dem VW greift nun die Mittelklasse in den Test ein. Jetzt hat so viel Zeit, er hat so viel Zeit, er hat so viel Zeit. Was macht er denn? Er macht's doch richtig. Er bremst im richtigen Moment. Verdammte Hacke, halt's doch einfach durch. Der VW bremst zunächst und kurz vor dem Aufprall löst er die Bremse wieder. Leidtragender ist der Dummy. Dass dieses Ding die Bremse komplett öffnet. Es gibt keinen Grund, die komplett da zu öffnen. Doch der VW macht genau das immer wieder. Das Problem ist hier, wie definiert man den Versuch? Und üblicherweise wird der Versuch so gefahren, dass das Kind weiterläuft. Im Gegensatz zum Euro-NCAP-Test bleibt unser Kind stehen. Was ja völlig realistisch ist in der Schrecksituation. Und da scheint der VW zu denken, ach, dann muss ich ja doch nicht bremsen. Dann ist das ja nur für ein Programm geschrieben, was getestet wird, um zu sagen, wir können es. Wenn das der Grund ist, Entschuldigung, Ja, verlassen. Hat er versagt? 0 Punkte. Tut mir leid.
Natürlich testen die beiden jetzt auch, was passiert, wenn das Kind normgerecht weiterläuft. Ja, natürlich. Ich halt's nicht aus. Der geht davon aus, dass der weiterläuft und ist irritiert, weil der stehen bleibt. Auch beim zweiten Nachtest bleibt der VW fehlerfrei. Es kann nicht sein, dass ein System nur für ein bestimmtes Szenario ausgelegt ist. Wenn man wirklich den Anspruch hat, die besten Assistenzsysteme zu bauen, und ich hoffe, das hat VW, dann muss man auch darüber hinausgehen. Und nun der BYD. Build your dreams. Ja. Au, fuck, das war ich. Der war volle Kanne drauf. Der hat ja nicht mal gar nichts gemacht. Der BYD warnt weder optisch noch akustisch. Der hat ja überhaupt nichts. Weder gefahren noch gebremst. Das war komplette Dummy-Empathie, die ich gerade gezeigt habe. Selbst mit Alex' Bremseingriff ist der Aufprall brutal. Beim nächsten Mal bremst Alex nicht. Weder akustisch noch die Notbremsung wird eingeleitet und beides ist an oder aktiv. Immerhin ist der BYD konsequent. Und Alex weicht beim dritten Versuch lieber aus. Ja, Zwischenstand. Ja. Deutschland 2, Ja. China 1. Mal schauen, ob es so bleibt. Ein Kleinkind auf einer Spielstraße. Ein Auto parkt rückwärts ein. Bremst das Auto oder nicht? Ein Bereich, in dem sich Fahrzeuge und Menschen die Fahrbahn teilen, das sind beispielsweise Spielstraßen oder auch die eigene Einfahrt. Und da ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass die Fahrzeuge auch kleine Kinder erkennen und da auch rechtzeitig die Notbremsung einleiten. Der BMW fängt an. So ein Kleinkind hinter dem Auto. Du siehst ihn nicht, ja? Und der ist ja jetzt noch weit weg. Mit der Kamera würdest du ihn wahrnehmen. Ja. Das sieht aber auch aus wie ein Fleck auf der Kamera fast, ja? Der erste Versuch. Mindestens 10 km/h. Alter. Der BMW warnt kurz vor dem Aufprall, bremst aber nicht. Das ist ein Kacktest. Der zweite Versuch. Er hat nichts gemacht. Ich habe gebremst, gell? Ja. BMW legt das System so aus, dass es gerade bis 6, 7 km/h funktioniert. Wir sind ja 10 km/h ungefähr gefahren. In dem Geschwindigkeitsbereich sind vor allem die Parksensoren aktiv. Und die haben nur eine bestimmte Sichtweite. Aber ist das jetzt ein Grund, dass wir unsere Testkriterien da schwächer auslegen? Nee, also ich meine, das passiert ja meistens rückwärts. Ist das ja jetzt nichts Unrealistisches, der Test. Doch dann verblüfft der BMW seine Fahrer Das war er jetzt. Ich habe nichts gemacht. und bremst von da an jedes Mal. Wir sind genau in diesem Grenzbereich drin. Wir sind ein bisschen schneller und da kann schon 1 km/h ausreichen, dass wir langsamer fahren und dann erkennt er es und bremst auch perfekt. Also Fakt ist, er kann es unter gewissen Umständen, aber nicht, wenn wir zu schnell fahren. Auch der VW zeigt das Kleinkind mit der Kamera an. Hast du nicht mal gehört? Ja, aber nee, aber die Parker haben auf jeden Fall angeschlagen. Doch von da an macht er alles richtig und bremst vorbildlich. Ganz anders die chinesische Konkurrenz. Der NIO überrollt den Dummy 3-mal und warnt auch nur sehr zaghaft. Das Einzige, was wir jetzt hatten, war wirklich eine ganz leise akustische Begleitung, dass da was sein könnte. Der BYD warnt nicht einmal. Ich habe auf die Kamera, warum gucke ich mir das denn auch so an? Und das passiert insgesamt 3-mal. Das Geräusch dabei. Du weißt ganz genau, es ist nur Schaumstoff. Eine Trägerwarnung rausgeben, bevor die Bilder kommen. Muss ich schon sagen, für empfindliche Gemüter nicht geeignet, oder? Nach 2 Durchgängen liegen damit die deutschen Hersteller in Front. E-Scooter kreuzt Hauptstraße. Ein Auto mit Tempo 60. Eine brenzlige Mischung, die bei Euro NCAP bisher nicht getestet wird. Was ihn besonders macht, ist, dass er die körperliche Form von einem stehenden Fußgänger hat und sich gleichzeitig aber mit der Geschwindigkeit von einem Fahrradfahrer mit 20 km/h vor ein Fahrzeug bewegt. Ein Auto geht als Favorit in diesen Test. Der NIO verfügt über deutlich mehr Kameras als die Konkurrenz und einen LiDAR-Sensor. Hilft ihm das, den E-Scooter frühzeitig zu erkennen? Das war ihm völlig egal. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich bremse nicht für Scooter. Ich bimmel doch nicht mal für Scooter. Nee, ich mach gar nichts.
Ohne das Ausweichmanöver hätte der Scooterfahrer schlechte Karten. Der zweite Versuch. Lenz hat den Auftrag, diesmal nicht auszuweichen. Der Nio bremst nicht mal ansatzweise. Ich entschuldige mich nochmal ausdrücklich bei diesem künstlichen Scooterfahrer. Und die schlechte Botschaft ist, der Nio hat es dann später auch nicht besser gemacht, hat ihn immer umgesammelt. Und das trotz der aufwendigen Sensorik. Wie kommt der BMW mit dieser Großstadtsituation zurecht? Oh, ich will nicht. Wo ist das Ding? Wo ist das denn? Wo ist die denn? Schnell! Fuck, ist es schnell! Alter, die Waldfee! Ich habe gebremst, er hat nichts gemacht. Lenz irrt sich. Der BMW hat gewarnt, aber erst hier, eine halbe Sekunde vor dem Aufprall. Der kennt ihn doch eigentlich früh. Der hätte ja vorher sagen müssen, Kollisionswarnung. Auch bei den nächsten Versuchen dasselbe Bild. Er hat gebremst, aber viel zu spät. Das Auto hat dann jetzt eingeleitet, aber im Prinzip einen halben Meter vorm Scooter. Er hat was getan, das ist gut, aber der Scooterfahrer ist kaputt. Kann das der VW besser? Hat er gepiepst? Er hat selbst gemacht, Ja? Ja, er hat selbst gemacht. Ich habe nicht gebremst. Nur kommt die Bremsung leider zu spät und zu schwach. Das wiederholt sich auch die nächsten beiden Male. Der hat erkannt, gewarnt, verzögert, aber ja, einen Tick zu spät. Dadurch haben wir den Scooter immer noch erwischt. Also von der B-Note war er der Beste, aber dafür gibt es bei uns keine Punkte. Schafft es denn wenigstens der BYD? Yes, der hat doch nicht mal, gar nichts hat er gemacht. Die zweite Chance. Er hat gebremst! Hat gebremst? Er hat das mindestens so gut gemacht wie der VW. Ich würde sogar sagen, er hat es am besten gemacht Ja. von allen bisher. Der hat gepiepst und gebremst. Und auch deutlich gebremst. Es hat zwar nicht gereicht, aber immerhin. Der BYD bremst und erwischt den Scooter nur noch am Rande. Und dann geschehen überraschende Dinge. Wow, der macht's! Ich brech zusammen. Der macht's! Stark! Was ist passiert? Tatsächlich bremst der BYD und verhindert einen Unfall. Perfekt. Wow. Und genau so geht es weiter. Hat schon wieder er gemacht. Gepiepst, gebremst und zwar so, dass der noch vorbeifahren konnte. Du musst keine Vollbremsung machen. Du musst einfach nur eine gezielte Bremsung machen, dass der Scooterfahrer Zeit hat, vorbeizufahren. Und nun fällt die Entscheidung. Besteht der BYD tatsächlich diesen Härtetest? Ja! Perfekt. Du freust dich gar nicht mehr. Wow, Respekt. Ich hätte mir alles zugetraut, aber nicht, dass er das schafft. Er hat uns überrascht. Er hat's gut gemacht. Ich meine, das ist jetzt ein Punkt, weil er ja die Fehlversuche auch hatte. Das war geil. Gerade, dass der BYD aus einer Art Assistenzschlaf aufwacht. Vorher hat er ja quasi sich den Tests verweigert und beim schwierigsten Objekt, da sagt er plötzlich, ach, das schaffe ich. Ja. Das war wirklich nicht zu erwarten. Der BYD holt sich den ersten Punkt. Die letzte Prüfung. Ein Fahrzeug im Starkregen und ein Stauende. Eine der schwierigsten Situationen für die Systeme. Diesmal ist Lenz mit Igor Doric unterwegs, der dieses Szenario mitentwickelt hat. Und zwar simulieren wir hier eine Situation Stauende und stark einsetzender Regen. Wir haben das vorausfahrende Fahrzeug, das erzeugt einen starken Regen. Wir fahren dem Fahrzeug hinterher. Das fährt auf ein Stauende zu und wechselt im letzten Moment die Spur. Und vor uns steht das stehende Fahrzeugheck. Und da ist die Frage, bremst das Fahrzeug oder nicht? Wirklich eine super realistische Situation. Man kennt das, die Sicht ist schlecht. Der Vordermann erkennt irgendwas, weicht noch aus, aber man selbst hat gar keine Chance, das zu sehen. Und zack, steht das Hindernis da. Alex steuert das Vorderfahrzeug und sorgt für den Regen. Der BMW als erster im Schlepptau. 50 km/h. Der Alex sitzt neben mir, Alex neben Alex und wird jetzt gleich den Regen einschalten. So, wunderbar. Im Testwagen sieht Lenz erstmal gar nichts, bis das Regenfahrzeug genau 13 Meter vor dem Stauende zur Seite zieht. Okay, er hat abgebaut, aber sehr spät. Ne? Also ich habe nicht gebremst, gar nichts gemacht. Die Warnung des BMW kam genau hier, exakt 1,3 Sekunden vor dem Aufprall. Da bleibt noch viel Restenergie übrig.
Und dann gibt es einen technischen Punkt, der Scheibenwischer, der geht ja über die Kamera drüber. Und die Kamera muss bestätigen, dass vorne ein Objekt ist. Und wenn in dem Moment, wo ich vorne wegfahre, die Kamera noch nicht sauber gemacht ist, kann es länger dauern, bis er bremst. Auch bei den 2 nächsten Versuchen reicht es nur zur Temporeduzierung, nicht zur Unfallvermeidung. Ansonsten ist das ein ganz schmaler Grat, wie du die Sensorik einstellen musst. Du willst ja keine Fehlbremsung haben. Eine Fehlbremsung ist brandgefährlich für den Fahrer. Wenn das Auto auf der Autobahn auf einmal einfach reinhackt, das wäre ja auch ein Worst-Case-Szenario. Aber ich sag dir was, wenn das eure NCAP wird, dann können die das auch. Kann es die chinesische Mittelklasse denn jetzt schon? Der BYD. Da! Gut gemacht. Also spät erkannt? Ja. Ähnlich wie der BMW reduziert der BYD die Aufprallenergie deutlich. Immerhin. Doch von da an bremst er kein einziges Mal mehr. Volle Geschwindigkeit, keine Energie rausgenommen aus der Kollision und auch keine Warnung. Und der VW? Der hat gar nichts gemacht. Der hat noch nicht mal gewarnt. Ich habe also dann gebremst. Wenn der Fahrer aber die Füße stillhält, gibt es einen Aufprall aus 50 km/h. Da haben wir halt schon wieder den Fall, dass es nicht im Euro NCAP-Szenario derzeit drin ist. Und damit entwickeln die da auch erstmal nicht hin. Kann ich mehr hören. Was soll ich sagen? Gibt es denn überhaupt ein Modell, das im Regen reagiert? Diese Extremsituation ist wie gemacht für das LiDAR-System des NIO. Hat er alles selbst gemacht. Und wir haben vorne noch einen Meter Abstand, oder? Ja, schon einiges, ne? Kann er das wiederholen? Ja, macht er gut. Die Bremsung war genau richtig. Ist eine angenehme Bremsung dann, ne? Obwohl es eine Notbremsung ist, ist sie einfach angenehm. Es geht also. Im Gegensatz zu einer Kamera ist dem LiDAR dieses bisschen Regen erstmal egal. Das heißt, er hat freie Sicht und die letzte Bestätigung, da steht ein Objekt, die hat er über den LiDAR und kann dann sagen, jetzt haue ich ohne Gefahr einer Fehlbremsung die Bremsung rein. 2 Punkte für den NIO. Und damit endet unser Ländervergleich mit einem Unentschieden. Doch davon abgesehen fällt das Gesamtfazit ernüchternd aus. Kein einziges System hat bei diesem Test immer überzeugt. Hattet ihr auch schon mal eine Erfahrung mit einem Notbremsassistenten? Vielleicht hattet ihr auch schon mal eine Situation, bei der ein Unfall sogar verhindert worden ist, weil ein Notbremsassistent eingesetzt hat. Dann schreibt uns das auf Instagram.